Und 58 Fake Couple Ringe habe ich bis jetzt gedroppt. 58. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. Nehme ich. Und das in 2 Tagen quasi. Eigentlich sogar in 2 sehr kurzen Tagen, weil ich habe gestern ab 22 Uhr nicht mehr gelevelt. Also gestern keine 2 Stunden. Und vorgestern jetzt auch nicht ultra lange. Ist echt gar nicht so bad. Also ich kann das mit der extrem schlechten Droprate gar nicht mal unterschreiben. Geht eigentlich. Endgame? Na, dann auf jeden Fall Blade. In Sachen Wilds gegen. Blade macht halt bis zu doppelten Schaden von einem Ranger. Also ist eine easy Entscheidung. Vor einigen Jahren hätte er safe bei Domian angerufen und seine Neigung gebeichtet. Hallo Domian. Ich bin süchtig. Nach MP-Tränken in Fly. Ich orgel die mir jeden Tag 8-armig in die fette Fresse. Dann kotze ich mich voll und schlafe vom PC ein. Sir. Aber das machen wir doch alle, da musst du dich doch nicht für schämen. Lohnt sich Nightmare Runs gar nicht? Ja, finde ich nicht, ne. Also ich habe das letztens schon mal gehört, dass jemand meinte, dass sich Nightmare Dungeon Runs lohnen. Aber ich würde halt gerne mal die Begründung hören, warum sich das lohnen soll. Also sie sind nicht einfach. Sie zu soloen, um sie zu soloen, braucht man extrem gutes Equipment. Wenn du jetzt kein Überflieger bist, brauchst du Minimum 3-4 Leute, also eigentlich ein Team einfach. Und das Einzige, was du dort bekommst, sind Fragmente. Aber um, sag ich mal, selbst mit den Fragmenten großartig was anfangen zu können, musst du ja 50 Runs machen, um zum Beispiel ein A-Fragment zu kriegen. Und ja, theoretisch kannst du A-Karten droppen, aber jeder, der schon mal Nightmare Runs gemacht hat, weiß, dass A-Karten selbst auf FEC ziemlich selten sind. Wenn du Pech hast, machst du 50 Runs und droppst keine einzige Karte. Und dann wäre das einzig andere Relevante noch Skins. Und selbst bei Skins ist es so, dass du die erstens in vielen Dungeons auch auf einer niedrigeren Schwierigkeit farmen könntest als auf Nightmare. Wenn du unbedingt Skins farmen willst, warum würde man es auf Nightmare machen? Außer Storm Peak. Storm Peak gibt es halt nur als Nightmare oder höher. Also es macht eigentlich auf keiner Ebene irgendeinen Sinn, meiner Meinung nach. Jetzt, wo es halt bessere Dungeons gibt, die noch viel bessere und vor allem mehr Belohnungen geben, das zu machen. Also man sollte sich lieber darauf fokussieren, schnell 141 zu erreichen, ein solides Equipment aufzubauen, Power-Ups zu horten und dann Wilds Dungeons zu grinden. So schnell wie es geht. Und in Nightmare Dungeons machst du halt einfach auch kein Geld. Also da würde es sich tatsächlich mehr lohnen. Du machst dir einen Low-Level-Character und farmst Envy Deaths auf Hard. Ich bin mir ziemlich sicher, da machst du pro Stunde mehr Kohle. Und vor allem ist dein Einkommen auch viel sicherer. Weil die Runs gehen schneller, die Droprate ist höher oder die Chance auf Pets zum Beispiel ist höher. Du kannst auch Skins droppen. Also wie gesagt, es macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Für die Leute, die es die ganze Zeit empfehlen, dass man es machen soll, wüsste ich gerne mal, warum. Die müssen irgendwas wissen, was ich nicht weiß. Also das Ding ist, ihr müsst nur mal einen Nightmare Dungeon neben den Wilds Dungeon legen. Cursed meinte ich, Entschuldigung. Von der Ausbeute her. Einfach nur, was du sicher bekommst für jeden Run. Na, da stinkt Nightmare schon ziemlich ab. Na gut, von den sicheren Sachen ist es eigentlich nur das Cursed Juwelenfragment. Aber wenn man sich hier im Chat so durchliest, ein Fragment ist 4 Mio wert, das sind pro Run schon mal Minimum 30 Mio, mehr. Außerdem kriegst du auch die A-Kartenfragmente, das ist genau gleich. Und das Potenzial, was du hast, in Nightmare Dungeons, die teuersten Drops sind Skins.
die auch sau selten sind. Und in Nightmare Dungeon, Whites Cursed Dungeons und vor allem in Whites kannst du ja zusätzlich noch die 150er Sets und Waffen droppen, die wirklich viel wert sind. Kannst du im Endeffekt in einem Whites Run mehr Geld droppen als in wahrscheinlich 100 Nightmare Dungeons, wo du gut droppst. Schon crazy. Hast kein Geld und weißt auch nicht, wie du welches kriegen sollst in dem Game? Spielst du nicht schon relativ lang Raft? Dungeons farmen oder Giants. Oder halt einfach leveln. Oder Level Service. Oder resellen. Das sind so die gängigsten Optionen, um Geld zu verdienen. In Flav. Das Flav Universe auf Burodeng, ist das eine doofe Idee? Ja, eigentlich schon, weil gerade die gesamte Action auf FWC stattfindet. Und dort kriegst du halt auch Doppel-XP und Doppel-Drops. Also eigentlich spielt gerade jeder auf FWC. Burodeng ist tote Hose. Außer dieses Wochenende. Dieses Wochenende ist auf Burodeng ein bisschen was los. Eins. 2. 3. Hey, come on, man. 3. Da wären die Sachen beim NPC fast genauso viel wert gewesen. Mal 3. Come on, Bubba. 1. Come on, Bubba. Come on. Wow. Nicht mal ansatzweise. Oh, Red Drop. Oh, Powder ist 10. Nice. I take it. Keine Erfahrung mit Whale-Content. Ich auch nicht. Ich selbst bezeichne mich lieber als Sardelle. Oder Sardine.